Hallo allerseits. Heute schauen wir uns mal wieder einen Bausatz an. Diesmal von Revell, die Arado A196A3 im Maßstab 1:72. Der Bausatz ist seit einer kurzen Weile wieder erhältlich. Es ist eine Wiederauflage von der Wiederauflage von der Wiederauflage. Also den Bausatz gibt es schon ewig. Ich denke, den hat Ende der 70er Jahre Heller entwickelt. Und seitdem kam der unter verschiedenen Markennamen immer wieder auf den Markt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist jetzt mit dem Hamika los? Spinnt ihr jetzt komplett? Wir baut einen alten Heller-Bausatz von einem Flugzeug in 1:72. Was hat das für einen Grund? Also wahnsinnig bin ich nicht geworden. Glaube ich zumindest. Es liegt einfach daran, dass dieser Bausatz das erste Modell war, das ich jemals gebaut habe. Und als ich das in einem Geschäft wieder gesehen habe, hatte ich so einen ganz schlimmen Anfall von Nostalgie und konnte nicht widerstehen. Und wie ihr euch sicher denken könnt, ist es für mich auch spannend, nach vielen, vielen Jahren wieder mal den Bausatz zu bauen. Den habe ich damals zum 8. Geburtstag geschenkt bekommen und den habe ich dann mit meinem Vater zusammen gekleistert. Mein Vater war eher fürs Bauen verantwortlich und ich dann für die Bemalung. Wobei ich sagen muss, gebaut war das Teil gut. Bemalt, so wie wenn man halt eben einen 8-Jährigen einfach drauf loslässt. Also ich denke mal, dieses Mal bekomme ich es einigermaßen besser hin. Will ich zumindest hoffen. Und ja, genug geplappert. Jetzt schauen wir uns mal den Bausatz an. Gut, dann fangen wir wie sonst auch mal mit der Bauanleitung an. Hier eine recht hübsche Abbildung von dem gebauten Modell. Dann eine kurze Geschichte zum Flugzeug, technische Daten, innen haufenweise Sicherheitshinweise in allen erdenklichen Sprachen, Zeichenerklärungen, eine Farbtabelle, Zeichenerklärungen und dann eine Übersicht in allen enthaltenen Gießästen und dann geht's los mit dem Zusammenbau. Ihr seht, das Cockpit ist relativ spartanisch eingerichtet, aber ich finde für 1:72 ist es eigentlich auch ausreichend. Zumindest ist meine Meinung. Gibt es ja eh nicht viel zu sehen durch diese kleinen Cockpitfenster. Ja, der Motor eigentlich auch relativ schön detailliert. Ich meine, sonst ist das ja immer bloß so angedeutet, aber hier ist eigentlich wirklich der komplette Motor dabei. Also wenn man wollte, könnte man vielleicht irgendwie diese Klappen öffnen. Ja, nichts Spektakuläres. Ja, ein bisschen Tesa, Flügel zusammenkleben. Warum nicht? Die Schwimmer. Also bis dahin sehr anfängerfreundlich. Nur hier unten wird es dann ein bisschen komplizierter mit den Trägern für die Schwimmer und natürlich auch ein bisschen diesen Verspannungen. Ist natürlich schon eine Herausforderung. Genau. Dann fügt sich alles vollends zusammen. Revell schlägt dann 2 Bemalungs- und Markierungsvarianten vor. Einmal eine Maschine von der Bordfliegertruppe 196, stationiert in Brest-Hourtin, wenn ich das richtig ausspreche, in Frankreich im August 1941. Und die andere Version war in Norwegen stationiert, September 1943 in Tromsø beim Seenotbereitschaftskommando. Ach, was für ein schlimmes Wort. Seenotbereitschaftskommando. Eieiei. Ja, kommt auch relativ viele Abziehbilder ran. Die Bemalungsanleitung finde ich bei Revell immer sehr
schön gestaltet bei den Flugzeugen. Wenn man da einfach jede Perspektive sieht. Also sehr übersichtlich. Ja, liegt vielleicht auch am Bausatz, weil einfach nicht so viel zu tun ist. Hier der Abziehbilderbogen. Ja, wie man das von Revell eigentlich kennt. Ausgesprochen gut gedruckt. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und gerade die Wappen sind sehr schön. Also da gibt es nichts zu mäkeln. So, der Bausatz besteht aus 4 fabelhaften Heller-Gießästen. Ihr wisst ja, auf Heller stehe ich total. Und einen durchsichtigen Gießast mit der Cockpitverglasung. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal näher an. Hier der erste Gießast. So viele Teile sind da gar nicht dran. Ja, man sieht hier und da ein bisschen Flash zu sehen, aber das ist kein Wunder. Die Gussformen werden ja seit Jahrzehnten irgendwie dauerhaft benutzt. Da schleicht sich schon mal die ein oder andere Unsauberkeit ein. Was mir sehr gut gefällt, ist hier hinten die Struktur am Rumpf, weil die war ja hier hinten stoffbespannt, die Maschine. Das ist eigentlich ganz nett wiedergegeben. Freut mich. Innen, ja, keine Details. Aber an und für sich, wenn man das Alter bedenkt, sieht es doch recht fein aus. Hier die Träger für die Schwimmer, die sind sehr filigran ausgeführt. Haben auch nicht zu viele Befestigungspunkte. Das sollte sich relativ gut auslösen lassen. Hier auch wieder sehr viel Flash. Propeller, ja, ich sag mal für Maßstab 1:72 adäquat. Hier hat es dann den unteren Teil von den Tragflächen und hier sehen wir wunderschöne erhabene Gravuren. Ja, das ist natürlich nicht mehr so zeitgemäß, aber damals war das Standard. Damit müssen wir leben. Ich werde sicherlich nicht hergehen und das Ganze abschleifen und neu gravieren. Das ist ja erstens ein Nostalgiemodell für mich und zweitens bin ich dafür zu faul dafür. Das ist ein bisschen unschön hier. Das hat sich gelockert und hier ist abgerissen, aber kein Drama. Auch den Flash kriegt man hier relativ gut weg. Aber ist auch ein bisschen Licht und Schatten hier. Hier diese Teile sind sehr schön gegossen. Ohne Flash. Und da drüben an der Tragfläche sieht man wieder ein bisschen Unsauberkeiten. Auch an der Oberseite haben wir erhabene Gravuren. Das ist ja eigentlich logisch. Und die Schwimmer. Ja, ist schon in Ordnung. Also, ich habe schon schlimmere helle Bausätze gesehen. Hier noch die Cockpitverglasung mit reichlich Flash. Und beim Auspacken ist mir hier das Teil weggebrochen. Da habe ich jetzt eine sehr unschöne Stelle seitlich am Rand von den Kanzelstreben. Das ist natürlich ganz toll, wenn man das versäubern will. Aber naja, wird schon werden. Ich glaube, so blöd wie damals als 8-Jähriger werde ich mich diesmal nicht anstellen. Ja, für 7 bis 8 Euro bekommt man einen alten Heller-Bausatz. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Auch der Bausatz an sich, trotz des Alters, sieht nicht so schlecht aus. Und soweit ich weiß, gibt es da auch kaum Alternativen. Also was bleibt dem geneigten Modellbauer anderes übrig? Ein Vorteil hat das Ganze auf jeden Fall, soweit ich mich nur erinnern kann, war der erste Bausatz, den ich da hatte, in so einem
total ätzenden hellblauen Plastik gespritzt. Jetzt haben sie es auf grau umgestellt. Oh, ja, hellgrau. Das ist schon mal sehr wohltuend für die Augen. Weil damals dachte ich wirklich, ich bekomme gleich Augenkrebs. Also das war ja eine richtig ätzende Farbe und auch ganz toll zu lackieren. Weil auf diesem komischen Hellblau, na, da deckt ja auch gar nichts drauf. Also, man muss ich sagen, da hat jetzt Revell schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Also, wird auf jeden Fall interessant werden für mich, nach vielen Jahren den Bausatz wieder mal mir vorzuknöpfen. Und ja, gut, ich hoffe, euch hat der kleine Kit Review gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Milka Barkas.